In diesem Tutorial schauen wir uns die Verwaltung von Fällen für die Einfach-Retten-App genauer an. Der Falleditor steht auch Lerngruppen und Teams zur Verfügung, während einige Funktionen einen Professional- oder Enterprise-Plan erfordern. Nachdem du dich unter admin.glia.cloud angemeldet hast, navigierst du in deinem Institutionsmenü zu Fälle. Diese Ansicht teilt sich in zwei Bereiche: Entwürfe und aktive Fälle. Damit Fälle von deinen Studenten in Kursen genutzt werden können, müssen sie aktiv sein. Entwürfe stehen nur dir und anderen Dozenten zur Verfügung. Über das Lupensymbol kannst du dir jeden Fall in einer Übersicht anschauen. Hier sind alle Konfigurationen kompakt zusammengefasst. Du kannst die Fallzusammenfassung über den Drucken-Button auf Papier ausdrucken und abheften, oder du schonst ein paar Bäume und exportierst eine PDF-Datei. Das ist besonders praktisch, wenn du Einfach-Retten als Prüfungsleistung einsetzt und den Stand der Fallbeispiele für einen späteren Nachweis archivieren möchtest. Wenn du einen neuen Fall anlegen möchtest, kannst du ihn entweder bei Null starten oder einen Fall aus dem Glia-Katalog als Vorlage übernehmen. Je nach abonniertem Plan stehen dir 30 oder über 100 Fälle zur Verfügung. Die ausgewählten Fälle werden dann als Entwurf angelegt und können von dir bearbeitet werden. So kannst du die Fälle beispielsweise an deine lokal gültigen Arbeitsanweisungen anpassen. Entwürfe tauchen in der Einfach-Retten-App nur auf, wenn du Dozent oder Institutionsverwalter bist. Dann erscheint ein rot umrandeter Bereich, in dem du die Entwürfe direkt testen kannst. Sobald du eine Änderung am Fall vorgenommen und gespeichert hast, musst du in der App nur aktualisieren und kannst deine Änderungen direkt ausprobieren. Über das Smartphone-Symbol steht dir ein besonders einfacher Weg zur Verfügung. Scanne den QR-Code mit der Kamera-App deines Handys und du landest direkt im zugehörigen Entwurf. Vorausgesetzt, du bist in der Einfach-Retten-App mit deinem Nutzer angemeldet. Wenn du mit deinem Fall fertig bist und ihn in einem Kurs verwenden willst, musst du ihn über das Raketensymbol veröffentlichen. Dadurch verschwindet der Fall aus den Entwürfen und wird als Version dauerhaft gespeichert. Um einen bereits veröffentlichten Fall zu bearbeiten, wird ein neuer Entwurf angelegt. Der Fall taucht nun zweimal auf. Einmal in der alten, noch veröffentlichten Version und einmal im neuen Entwurf, den du bearbeiten kannst. Auf diese Weise kannst du Änderungen in Ruhe testen, denn erst wenn du den Entwurf wieder veröffentlichst, wird die alte Version überschrieben und deine Studenten bekommen die Änderungen zu Gesicht. Wenn du einen Entwurf über das Mülleimer-Symbol löschst, bleiben bereits veröffentlichte Versionen erhalten. Der Entwurf ist allerdings unwiederbringlich weg. Wenn du auch eine veröffentlichte Version löschst, wird diese im System archiviert und ist für dich nicht mehr zugreifbar. Hast du doch etwas versehentlich gelöscht, wende dich an support@glia.de zur Wiederherstellung. Achtung! Gelöschte Entwürfe können auch wir nicht wiederherstellen, also immer schön veröffentlichen. Im nächsten Tutorial blicken wir in das Herzstück der Glia Cloud, den Falleditor.